Geschafft. Es gibt zwar keine große Party, dafür aber wenigstens Glückwünsche von den Klassenkameraden. Gabriel Haneke hat über 5 Stunden Abi-Prüfung mit Maske hinter sich. Mit Maske war es halt wirklich schwierig zu schreiben teilweise, weil man merkt einfach, die Konzentration lässt nach einer gewissen Zeit, wenn man die ganze Zeit eine Maske trägt. Und dann muss man sagen, diese Maskenpausen waren da schon relativ gut zu haben, um mal kurz die Maske abzusetzen, um mal kurz durchzuatmen und dann weiterzuschreiben. Für den 18-jährigen Gabriel aus Frankfurt waren es einsame Monate. Er hat für das Abitur nur alleine gelernt und nicht, wie sonst üblich, mit Klassenkameraden zusammen. Und das auf Lücke, aber Glück gehabt. Es kamen die Themen, auf die er sich vorbereitet hat. Für ihn ist es gut gelaufen. Die Abi-Prüfungen seien insgesamt reibungslos verlaufen. Es gebe keine höhere Fehlquote als in den Jahren ohne Corona, so Kultusminister Lorz. Die Prüfungen ausfallen zu lassen, wie es die Lehrergewerkschaft mal wollte, kam für ihn nicht in Frage. Diejenigen, die dieses Jahr Abitur geschrieben haben, die haben damit wirklich einen Meilenstein gesetzt. Sie haben gezeigt, dass sie wirklich unter widrigen Bedingungen ihre Leistung bringen und abrufen können. Das ist ein großes Kompliment. Dieser Jahrgang geht mit einem Bonus jetzt raus ins Leben und andernfalls wäre er mit einem Malus rausgegangen. Und das wollten wir den Schülerinnen und Schülern ersparen. Tatsächlich zieht jetzt auch die Lehrergewerkschaft eine positive Bilanz, vor allem weil die Schulen die Prüfungen sehr gut organisiert hätten, ganz im Gegensatz zum Kultusministerium, das vor allem Chaos produziert habe. Alle waren sehr verunsichert durch die Ankündigungen von Herrn Lorz, durch die Kurzfristigkeit der Umsetzung. Die wussten teilweise nicht, sollen sie jetzt sich testen lassen, sollen sie sich nicht testen lassen. Da gab es sehr, sehr viele Diskussionen. Insgesamt haben in Hessen 23.500 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur geschrieben. An den 11 Prüfungstagen wurden 12.400 Tests in den Schulen durchgeführt. Lediglich 8 davon waren positiv. Von Chaos und Verunsicherung spricht auch die SPD. Organisatorisch sei es am Ende aber trotzdem gut gelaufen. Wie gut die Schüler auf die Abi-Prüfung in der Pandemie wirklich vorbereitet waren, sei aber noch unklar. Ja, wie erfolgreich das Abitur war, wird sich zeigen, wenn am Ende auch die Noten da sind. Das ist jetzt noch gar nicht absehbar, aber insofern scheint bis jetzt alles halbwegs rund gelaufen zu sein. Es liegt aber vor allem an den Schülerinnen und Schülern und vor allem den Schulen und Lehrkräften, die da echt viel Engagement reingebracht haben. Immer alleine zu lernen, das habe schon einsam gemacht, sagt Abiturient Gabriel und ist froh, dass es nun rum ist. Das Abitur war fair im Vergleich zu den Jahren und das war nicht besonders leichter, es war aber auch nicht besonders schwerer. Und ich bin jetzt einfach froh, dass diese Lernerei vorbei ist, diese einsame Zeit, und dass man sich mit Freunden wieder treffen kann, wenn die Inzidenz runtergeht. Aber erstmal geht er wieder alleine nach Hause. Eine Abi-Party ist nicht geplant. In Corona-Zeiten Abitur zu machen, sei schon etwas traurig.